Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial zu FreeCAD. Heute am 24. April 2022. Hier soll es um die Konstruktion von kleinen Bechern gehen, und zwar Becher für die Waschmittelportionierung. Dazu aber später. Erst nochmal der Aufruf. Dieses Video wird eben auch mit Untertiteln in russischer und ukrainischer Sprache ausgestattet werden. Und die Untertitel lesen, die russischen oder ukrainischen, und nichts von einem Krieg wissen, den möchte ich mitteilen. Es gibt einen Krieg in der Ukraine, es werden Tausende von Menschen dort getötet, und das alles weil ein Mann in Russland am Rad dreht. Nur damit genug zu diesem Thema, und wir starten im Video hier. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da und klickt auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert von mir, und einen Daumen nach oben, das macht ihr eben, damit ihr mehrere solche Videos angezeigt bekommt, nicht nur von mir, sondern von vielen anderen. Und damit willkommen bei Tutorials und dem Video über die Konstruktion von Waschmittelportionierbechern. So, ich habe hier die FreeCAD 0.20 installiert. Das ist genau die Version, die wir in einem anderen Video Ostern habe ich das installiert, und das ist genau dieselbe Version. Ich habe hier nur was geändert. Ich habe das Spreadsheet mir hier nach oben geholt, weil das war ziemlich tief unten. Das ist die einzige Änderung, die ich seitdem gemacht habe. Und ich starte einmal. Nun mal zunächst zu den gemeinten Waschmitteln. Und zwar, wenn man Pulver bei einem Discounter kauft. Es ist bekannt mittlerweile, dass diese Waschpulver sehr, sehr gut sind, dass man sogar davon weniger brauchen kann als eben von renommierten Waschmitteln aus Düsseldorf. Waschmittel der Discounter, egal ob es Aldi, Penny oder wer auch immer ist, die kommen in den meisten Fällen aus Stolberg in der Nähe von Aachen, und die sind sehr hochwertig, aber da sind keine Messbecher dabei. Auf der Packung beim Feinkosthändler Aldi, da steht eben drauf, dass man je nach Verschmutzungsgrad halt 45, 65, 85, 105, 130 oder 150 Milliliter an Pulver verwenden soll. Okay, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Mathematik. Und zwar, wir können FreeCAD jetzt erstmal schließen, und wir haben hier einen Taschenrechner. 45 Milliliter, das entspricht 45.000 Kubikmillimeter. Und das kann man sich auch herleiten, aber ihr könnt es mir ruhig glauben, so viele Kubikmillimeter sind das. Und das soll ja ein runder Becher werden, deshalb haben wir einen Durchmesser und eine Höhe dieses Bechers. Wir fangen erstmal an. Ich habe jetzt erstmal so überlegt, okay, 45, ich fange mal mit 30 mm Durchmesser des Bechers an. Das heißt, der Radius ist 15, und den brauchen wir für die Kalkulation. Das heißt 15 hoch 2. Also r Quadrat, das ist das, dann mal Pi, da haben wir diesen Wert, und durch diesen Wert muss nun 45.000 geteilt werden. Das machen wir so, indem wir hier einen Kehrwert davon bilden, also 1 durch 706,85, einmal Enter, das ist der Wert, dann mal die 45.000, und dann kommt ein Wert raus. Der Becher sollte dann also 63,66 mm hoch werden. So, dann haben wir den Becher mit 65, das heißt 65 habe ich da als Durchmesser angedacht. Ich teile das durch 2, das hoch 2 und mal Pi.
haben wir das hier und das, den Kehrwert und mal die 65.000 und dann, da habe ich irgendwas falsch gerechnet. Moment, Quatsch, die 65 und 40 mm soll der Durchmesser haben. Da habe ich mich vertan. 20 mal 20, das mal Pi, Kehrwert davon und mal die 65.000 für die 65 Milliliter. Und dann haben wir eine Höhe von 51,73, also aufgerundet hier. Dann haben wir den nächsten Becher, da habe ich gesagt, okay, den machen wir 50 mm Durchmesser, also 25 mal 25 und das mal Pi, auch davon den Kehrwert, mal die 85.000, also 85 Milliliter, der würde dann 43,29 hoch werden. Dann haben wir den nächsten Becher, da habe ich gedacht, okay, den machen wir 56 mm im Durchmesser, 56 durch 2 und hoch 2 mal Pi, davon den Kehrwert und mal die, jetzt ist der 105.000, also 105 Milliliter, dann haben wir einen 42,63 mm hohen Becher, dann haben wir noch den 130er Becher, da habe ich gedacht, okay, dann machen wir 60 mm Durchmesser, also 30 mal 30, so mal Pi, davon den Kehrwert mal die 130.000, da haben wir 45,98 die Höhe aufgerundet und dann haben wir den letzten Becher mit 150 Milliliter und das ist dann, da habe ich 66 mm Durchmesser, 66 durch 2, dann hoch 2 mal Pi und dann davon den Kehrwert mal die 150.000 für 150 Milliliter und dann wird der Becher 43,84 mm hoch. Okay, das zur Mathematik dahinter, wie man solche Volumen ausrechnet. Jetzt gehen wir ins FreeCAD und legen los. Ich habe schon eine Datei gestartet, eine leere, und wir fangen einfach an, machen einen Körper und da eine Zeichnung. Das soll ruhig auf der XY-Plane geschehen. Und diese Becher, die möchte ich so konstruieren, dass ich die hinterher als Vase drucken kann. Das heißt, die kriegen nur einen Boden und danach einen ganz dünnen, werden sie ganz dünn ausgeführt. So, ich zeichne jetzt erstmal hier zwei Kreise. Machen wir den ersten Durchmesser. Wir können auch hier im Prinzip direkt mit einer Parametrik starten. Das heißt, ich schließe erstmal die Zeichnung wieder und ich mache ein Spreadsheet dazu. Das machen wir hier, ne? Ja, erstelle Kalkulationstabelle. So, die werden bitte nebeneinander angezeigt. Das heißt, Fenster anordnen nebeneinander. Dann ziehen wir das hier rüber. Da brauchen wir nicht viel Platz. Und ich mache den Becher jetzt sofort so, dass wir den einfach hier ändern können und dann drucken. Also einen Becher und viele Becher können gedruckt werden. Okay, ich habe hier das Add-on installiert. Das ist dieser Alias Manager. Das Makro hatte ich ja auch bei der letzten Vorstellung dieser Version hier gezeigt, wie man das installiert. Ist sehr wichtig. Und zwar, ich schreibe hier jetzt rein, welche Variablen ich überhaupt brauche. Also ich habe einen R1, nenne ich den einfach mal. Der kriegt jetzt den Wert des 45 mm Bechers. Und zwar, aber wir wollen ja mit D, also D1, da haben wir das Maß 30 mm ist das. Und dann haben wir ein D2, der wird ruhig
31 mm, beziehungsweise da können wir hier reinsetzen gleich B2 plus 1 und dann haben wir die H1 und die war ja in dem Fall 63,66 mm und dann sind wir hier auch schon fertig. Alias Manager starten. Ich glaube, das ist genau bis 4, den können wir genauso nehmen. Das heißt, okay, dann sind die gelb. Das heißt, es hat funktioniert. Warum habe ich D1 und D2 genommen? Eben für diese beiden Kreise hier. Ich gehe jetzt wieder in diese Zeichnung rein. Da machen wir einmal einen Durchmesser mit fx. Hier ich lese das immer als fx. Ich denke, so ist es auch gedacht. Und dann ist das Ergebnis... ich habe was vergessen. Moment, gehen wir nochmal raus. Das Spreadsheet möchte ich umbenennen in AAA, damit ich es leicht zu tippen habe. Und Sketch wieder rein. So, wir haben diesen hier, das gibt der D2, der Außendurchmesser. Das heißt AAA.D2. Und das hier, das Maß, gibt den AAA.D1. Das hat er jetzt aber nicht gemacht. Machen wir es nochmal. So, das hier ist AAA.D1. Okay, dann sind die fertig. Das gibt jetzt erstmal die Bodenplatte. Also machen wir den inneren Durchmesser hier erst einmal blau. Das ist hier mit dieser Funktion Umschalten der Hilfsgeometrie, weil für den Boden, ich will ja kein Loch im Boden haben. Und ich erzeuge jetzt erstmal einen Boden. Die Bodendicke können wir hier auch noch definieren. H2. Und das machen wir 2 mm. Und dann einmal den Alias hier nochmal starten, da eine 5 eingeben und dann ist auch das H2 mit drin. Dann Sketch, ne, da brauchen wir nicht mehr rein, wir brauchen den nur noch aufzupolstern, das heißt wieder in Part Design wechseln, Modell Sketch Aufpolsterung, das ist hier, das Maß hier, das ist AAA.H2. So sieht das also aus. Dann okay. So, jetzt wird die Zeichnung hier kopiert. Steuerung C. Hier klappt man einfach das hier runter und macht die Sachen hier weg, die da direkt dranhängen. Und drückt auf OK. Jetzt einmal Steuerung V. Die Zeichnung nun nehmen, in den Körper reinziehen. Und da ist sie. Und jetzt muss die noch hier oben drauf gelegt werden, also das selektieren, diese Funktion hier wählen, Sketch 001, OK, Flatface ist OK, auswählen. Jetzt geht man her, öffnet diesen Sketch 001 und macht hier diese Linie jetzt wieder grün, damit das wirklich eine Wand ist. Und dann nur noch Sketch selektieren, wir können ihn sichtbar machen, dann sieht man, ja, das ist er. Sketch selektieren, eine Aufpolsterung, hier f von x, AAA.H1, das sind die 63,63 und da ist der Becher fertig. So, das, gerade mal schauen, D1,30, jo, das stimmt. Das heißt, theoretisch kann ich jetzt auch diesen Wert hier mit einer Formel erzeugen. Und zwar, ich tippe hier ein, das ist Inhalt. Und da tippe ich jetzt ein, schreiben wir es ruhig hier korrekt hin, Inhalt
Millimeter hoch 3. Und ich tippe hier die 45.000 ein. Hier mache ich nun eine Formel raus. Gleich. So, wir haben ja jetzt die Formel gleich B7 geteilt durch, Klammer auf. Dann haben wir den D1 durch 2 Ich mache das jetzt nicht mit Quadrat, sondern mit mal D1 durch 2 mal 3,1415926. Das ist Pi genug. Und einmal Klammer zu. Und dann haben wir den Wert hier drin stehen. Und da kommt genau der Wert auch raus, den ich vorhin berechnet habe. Jetzt kann ich für den nächsten Becher einfach sagen, okay, ich möchte hier 65.000 haben. Dann würde dieser Becher 91 hoch werden. Ich möchte aber natürlich, der ist ja plus 1, wir brauchen nur den hier abzuändern. Da habe ich ja gesagt, ich will 40 mm haben. Dann haben wir den nächsten Becher, exportieren als STL und drucken. Dann haben wir den Becher 85.000 und den wollte ich mit einem 50er Durchmesser machen. Okay, exportieren und drucken. Dann 105.000 und dann der sollte mit 56 mm gedruckt werden. Das ist auch genau das, was ich vorhin ausgerechnet habe. Dann haben wir hier noch die 130.000 und Durchmesser sollte da die 60 werden. Exportieren, drucken und dann schließlich noch der 150er Becher. Und der sollte 66 mm und den auch exportieren und drucken. Und schon habe ich innerhalb 0, nix alle Becher erzeugt. Ich habe diese Becher auch hier unten noch mit dem Text versehen, den ich da reingeschnitten habe. Ich empfehle das nicht, weil dadurch wird die Stabilität, wenn man das als Vase druckt, das sah also nicht so richtig pralle aus, da unten dieses mit dem Text. Man kann es zwar lesen, ich habe aber auch den Eindruck, dass die Stabilität der Vase, der Verbindung von dieser Grundplatte zur Vase selbst gelitten hat. Deshalb empfehle ich das nicht zu machen. Da macht man sich besser dann außen auf den Becher einen Aufkleber oder unten drunter, wo man drauf schreibt, wie viel Kubik das sind. Man kann jetzt, wenn man sagt, ich will nicht immer hier diese blöden Werte eintippen, dann schreiben wir hier in Milliliter, machen hier die 150 und hier kommt einfach eine Formel rein, gleich B8 mal 1000. Jetzt brauche ich nur noch die hier abändern, 45 Milliliter und dann gehen wir wieder hier, der ist natürlich viel zu platt, dann gehen wir hier wieder in der im Radius auf am Durchmesser auf 30 und dann habe ich den Becher, ich sag mal, okay, der ist mir zu hoch, dann machen wir hier mal den Radius ein bisschen größer, 40. Okay, den kann man auch als 40er drucken. Also kann sich die Becher so drucken, wie man sie haben möchte. Und ich werde diese Becher in dieser Form, wie ich hier die berechnet habe vorhin, die werde ich auch als STLs auf Thingiverse veröffentlichen. Ich denke, da wird es auch dafür Abnehmer finden. Dazu diese FreeCAD-Datei hier, damit die Leute sich auch selber solche Becher
produzieren können. Gut, also wie gesagt, wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!